Blick in die Personalabteilung von Radios. Nachwuchsförderung, Gewinnung bei Radio Sales. Heute mit Alexander Zeitlag, Dozent an der FH Nürnberg und langjähriger Pionier in der Privatradioszene. Nicht dabei heute Andreas Sprenghardt von der Geschäftsleitung Antenne Kaiserslautern und meine Person Helmut Poppe mit Station bei IPA, jetzt Ad Alliance als Verkaufsdirektor und Marketingleiter Studio Gong. Das alles mit einem Touch zum Digitalen. Bei dieser Gelegenheit danke an alle Abfangjäger an den Telefonen in den Büros. To whom it may concern. Radio-Media-Berater. Allgemeine Flexibilität, recht hohe Einkommensmöglichkeiten, Platz für eigene Kreativität und ein gutes Backup aus den Verkaufsbüros sind das gute Argumente, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Was meinst du, Alexander? Schieß los. Na, gute Argumente. Wir kriegen durch die Struktur unserer Branche die Mitarbeiter, die in der Lage sind, mit solchen Strukturen zurechtzukommen. Die anderen kriegen wir nicht. Das heißt also, wir sind die Ursache und das Ergebnis ist dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben. Heißt auf Deutsch, es gibt kein Berufsbild, es gibt keinen Lehrberuf, es gibt keine Berufsschulausbildung, es gibt keine Literatur, es gibt keine etablierten Prozesse für die Mitarbeiterinnen in unserer Branche. Das heißt, wir haben sowieso Menschen, die eben flexibel sein müssen und damit keine Angst kriegen, die sich darauf anpassen. Und deswegen sind wir auch relativ unstrukturiert, unsystematisch, unprofessionell und mehr von der Hand in den Mund aufgewachsen. Inzwischen verbessert sich das. Aber wir haben mit unserer hoppala hopp, wir kommen in einen neuen Markt hinein, Mentalität aus den 80er, 90er Jahren, uns die Struktur selber gegeben. Also wichtige und wahre Punkte. Unprofessionalität. Das mag für den deutschen Markt stimmen. Ich sehe gerade mit dem französischen Markt, mit dem ich viel zu tun habe, da gibt es beispielsweise den Michel Collin mit Mediatic Conseil und der hat ein staatlich anerkanntes Fortbildungsprogramm für Mediaberater. Angeblich gibt es sowas auch in der IHK in Hamburg. Habe ich noch nicht reinschauen können. Wir mit Radio Sales Weekly haben ja auch so ein Format, das so ein bisschen Ausbildung macht. Ich denke, also das sieht dann unprofessionell aus, wie auch immer. Ich sage mir dann aber, und ich sehe das ja auch hier bei einem Blick in die Branche, dass viele Mitarbeiter aus Seitenberufen kommen und da so eingestiegen sind. Ob das jetzt Versicherungsvertreter sind oder Leute, die Finanzanlagen verkauft haben oder sowas, so beratende Geschichten jedenfalls gemacht haben. Hast du da irgendwie Gefühl dafür, wie hoch der Anteil sein könnte von solchen Personen? Sehr genau sogar. Also zum Ersten ist so, den IHK-Kurs habe ich mitgestaltet. Das war eine Idee von Broadcast Future zusammen mit der IHK Regensburg. Der ist dann gelaufen in Regensburg, in Nürnberg, in Leipzig und ist dann eingeschlafen, weil es kein ausreichendes Interesse der Branche, der Radiosender gab, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da reinzuschicken und auszubilden. Es ist eigentlich eine gescheiterte Aktion, eine strukturierte professionelle Ausbildung zu machen. Die gibt es, wie du sagst, in Frankreich, die gibt es in Amerika. Das Radio Advertising Bureau hat dort privat nicht akademische Zertifikatsausbildungen. Das gibt es überall. Bei uns ist es so, dass wir uns eigentlich in Deutschland immer bedienen aus den Branchen, die diese Ausbildung haben. Und da gibt es nach meiner Erfahrung, ich mache ja auch sehr viele Qualifikations- und Schulungsmaßnahmen für Radiosender, Mediaberater, gibt es drei Ecken. Das eine ist die Hotellerie. Die haben ein hohes Maß an Kommunikationskompetenz und Empathie. Dort rekrutieren wir empathische Menschen. Dann gibt es die Automobilbranche. Dort werden mit viel Rhetorik geschult Sprücheklopfer angeheuert. Und in der Versicherungsbranche gibt es die Techniker. Da wird mit sehr viel professioneller Weiterbildung werden dort die Trickser ausgebildet. Und je nach Unternehmenskultur des Radiosenders bedient man sich entweder mit empathischen Menschen aus der Hotellerie, die Sprücheklopfer aus der Autobranche oder eben die Technokraten aus der Versicherung.
Gut, da können die Leute herkommen. Und so sieht es eventuell auch mit dem Hintergrundwissen aus. Genau. Wir haben gerade so 4 Punkte gehabt. Ein Punkt war dabei Kreativität. Ich konnte jetzt gerade bei 2 Radiosendern reinschauen und ich habe mich richtig gefreut und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hätte beinahe dort übernachtet, zu sehen, welche Kreativität die dort Funkspots angehen. Und das war gerade bei Antenne Kaiserslautern der Fall. Jetzt könnten wir schon, wenn du diese 3 möglichen Berufsherkünfte nennst, Hotellerie, Auto und Versicherung, passt da Kreativität rein? Oder passt da auch die Auslobung? Bei uns seid ihr ganz flexibel. Passt da dieses Versprechen für diese Leute rein? Das ist eine gute Frage, weil, und das Dilemma, das wir da auflösen müssen, ist, dass die Kreativität im Verkaufsprozess und bei der Kaufentscheidung des Kunden am Ende kommt, als letzter Punkt. Ja. Und wir müssen die Anbahnung, die erste Kontaktfläche, der Touchpoint, ist aber einfach Fleiß, Technik, Telefonieren, Meetings, Menschen treffen. In der Mitte, beim Kompetenzaufbau und der Reife der Kaufentscheidung, geht es um Testimonials, um Empfehlungen, über Success Stories. Das ist Handwerk. Und dann kommt die Mediaplanung und die Kreation. Und wir wollen von unserem Mediaberater, dass er immer alles gleichzeitig kann. Nur welche Menschen können schon Violine, Klavier, Gitarre und Flöte? Ja, das war. Ist genau der Punkt. Und wir haben deswegen zu wenig Impact im Verkaufsprozess, weil wir an den verschiedenen Gewerkestufen alles auf einen Menschen hängen wollen. Statt im Innendienst die Kontaktanbahnung zu machen über ein Callcenter, dann die Mediaplanung über eine Serviceabteilung und Media-Services, dann die entsprechende Kundenkontaktseite über den Mediaberater und einen guten Texter als Assistenz für den Verkäufer, dann noch für den kreativen Part. Das ist ein Teamspiel. Ja. Du hast gerade das Wort Innendienst erwähnt, also die Kontaktanbahnung machen und vielleicht auch den After-Sales-Service übernehmen. Jetzt nehmen wir da mal so eine Person aus diesem Bereich. Diese Person verdient mit einem Vollzeitjob vielleicht, sagen wir mal, 3.500 € im Monat. Wir haben gerade ein Feedback hier. Wie auch immer. Und, angenommen, man kann diese Person jetzt gewinnen dafür, dass sie im Außendienst arbeitet. Mit all den Versprechungen, du bist flexibel, du darfst kreativ sein, du kannst dir überlegen, wann du hingehst und du hast vielleicht auch ein gutes Image draußen. Okay, da Radio und Radio ist ja toll. Gut. Was kann diese Person denn jetzt verdienen? Nun, da gibt es von der Arbeitgeberseite 2 Überlegungen. Das eine ist, wie hoch setzt sich die Provision und das Fixum an? Also das Thema, das Planungsrisiko der Fixkosten, das drückt jeden Geschäftsführer oder Verkaufsleiter. Und auf der Markterschließungsseite, von der Marktstrategie her, ist die Frage, wie kapillar erschließe ich den Markt? Also wie klein werden denn die Kunden? Und wenn die durchschnittlichen Auftragsgrößen, und das ist die Schlüsselziffer, die Kennziffer ist der durchschnittliche Auftragswert. Und wenn man den richtig prognostiziert als Mediaberater, der in den Außendienst geht, dann kann man im Vorfeld die Provision richtig verhandeln und verdient dann sehr gut. 6.000 aufwärts im Monat. Hat der Arbeitgeber, der Verkaufsleiter, die Marktbewertung gut gemacht, dann kann er die Provision entsprechend runterverhandeln. Und da ist eigentlich der Austausch. So, dass wir hergehen müssen und sagen, wir haben in der Regel ein Team, wo die besten Kunden, A-Kunden sind alle abgedeckt. Das ist unser Stammpersonal. Und jetzt muss ich neue Leute reinholen, die müssen kleinere Kunden bedienen. Und die muss ich mit einer hohen Provision ausstatten, damit die überhaupt ihre Miete bezahlen können. Ja. Wenn ich sofort bei 15 oder manchmal 20% Provision und wenn die Person dann den Markt erschließt und aufbricht, dann hast du on the long run, nach dem 3. Jahr, plötzlich dann entwickeln sich solche Kunden und 20% ist sehr viel Verdienst. Ja, dann sind in der Tat monatlich andersrum. Sagen wir mal, das Fixum ist 2.000 €. Es gibt manche Sender, gerade im südlichen Raum, die wir haben weniger, aber sie haben die Sozialabgaben, das ist ja schon mal etwas, die dann aber auch gering sind. Gut, und dann sagen wir mal, kriegen die dann zugewiesen
50 neue Kunden oder Prospects oder Wunschkunden. Sagen wir mal 50, ist irgendein Wert. Und der mögliche Auftragswert im Jahr könnte dann sein, vielleicht 10.000. Dann hätten wir 50.000, 500.000. Provision 15% mal 75 geteilt durch 12 sind 6.000 plus 1.000 oder 2.000 fix. Ich habe das jetzt schnell gerechnet, ich hoffe, das stimmt. Hört sich aber ganz gut an. Und dann mit der Möglichkeit, in den Folgejahren zuzuwachsen und feste Kunden zu haben, vielleicht neue Kunden und dann aber auf der anderen Seite die Geschäftsführung im Kreuz zu haben, die dann sagt, wir werden jetzt mal von den 20% runterkommen müssen, dafür kriegst du ein höheres Fixum. Bin jetzt ja auch älter geworden. Ein anderer Aspekt, es geht, also ist jedenfalls in der Summe kann das sehr verlockend sein mit den weiteren positiven Punkten. Ich komme nochmal zurück auf die Steigerung der Karriere im Sender. Wie siehst du die Möglichkeiten in der vertikalen Entwicklung und in der horizontalen Entwicklung? Vertikal irgendwo national verkaufen, irgendwie einen anderen Vermarkter und horizontal beim Sender. Nun, da gibt es zwei Wege. Das eine ist tatsächlich vom Lokalsender zum landesweiten Sender, zum Lokal-TV, zum nationalen TV, zum nationalen Vermarkter in irgendeiner Form. Also das ist so das Trading Up. Was du dafür in der Karriere brauchst, ist die Weiterqualifikation in Media-Dingen. Research, Werbewirkungsforschung, Marketing, also all die Media Services bis hin zum Thema Mediaplanung, quantitativ Excel-Tabellen bearbeiten und Programmatic Buying. Also all die Plattform-Geschichten, da muss man sich weiter qualifizieren. Da gibt es auch keine strukturierten Weiterbildungsangebote in Deutschland. Muss ich im Ausland machen oder ich muss nebenbei bei einer Agentur jobben oder arbeiten. Das heißt, die Karriere... Außerdem ich gegangen. Das heißt, ja, genau. du musst sehr viel selbst beibringen. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr eng und du musst Eigeninitiative entwickeln, weil dein Arbeitgeber hat gar nicht die Möglichkeiten, dich da zu fördern. Der zweite Weg ist innerhalb des Unternehmens, vom Mediaberater zum Verkaufsleiter, zum Geschäftsführer aufzusteigen. Da brauchst du Managementqualifikation. Also BWL-Studium und Erfahrung in der Managementpraxis, Führungsverantwortung, Leitungsspanne und Ähnliches. Auch die Weiterbildung wird von keinem, meiner Kenntnis nach, von keinem Radiosender für die Mitarbeiter bereitgestellt. Auch das muss man mit Abendschule, Wochenendschule, berufsbegleitendes Studium sich selber dann beibringen. Mir geht gerade durch den Kopf, dass ich bei Spotify den Titel Shame on You raussuchen muss und hier als Musikbegleitung einsetze. Ja, genau, mit diesen Worten und mit diesem kleinen Gag verabschiede ich mich von dir, Alexander. Vielen Dank für deine Expertise. Und auch hier sage ich wieder, to whom it may concern.